Es gibt mal wieder einen neuen Trend auf Instagram und TikTok. Der hat mit einem Akkuschrauber und einem Pinsel zu tun. Ob das funktioniert, zeigen wir dir in diesem Video. Detailing kommt immer mehr in Mode. Das erkennt man daran, dass gerade auch auf TikTok und Instagram solche Videos wirklich trenden oder auch solche Reels. Geht im Endeffekt darum, dass man diesen Pinsel in einen Akkuschrauber einspannt und damit relativ schnell Becherhalter und so enge, schmale Bereiche, die jetzt unempfindlich sind, sauber machen kann. Wir zeigen euch mal den Original-Clip und probieren es danach selber aus. So, wir haben jetzt hier einen Pinsel, der ist hinten ein bisschen zu dick, weil der so eine Aufhängöse hat. Deswegen, zack, habe ich mir mal einen Seitenschneider geholt. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Kraft in den Unterarm. Einmal Pinsel zerstört, Seitenschneider kurz weg, Akkuschrauber kurz her. So, ich habe jetzt vorsichtshalber mal nicht den besten Akkuschrauber genommen, falls hier irgendwas... Sitzt auf jeden Fall fest. Ich würde sagen, guckt euch mal den Ausgangszustand an. Ich probiere das mal aus, hole mir in der Zeit einen Reiniger und dann schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben einmal grob durchgesaugt, dass hier nicht mehr so viele Partikel in die Luft fliegen. Der Pinsel steckt fest in unserem Akkuschrauber. Wir haben einen Innenreiniger vorbereitet und werden jetzt den Bereich mal einsprühen. Wie gesagt, man sollte natürlich darauf achten, dass hier keine lackierten oder empfindlichen Bereiche sind. Hier um die Handbremse sprühe ich jetzt nicht so viel ein, weil da Elektronik ist. Da sprühe ich lieber ein bisschen was im Pinsel. Und dann würde ich sagen, ab in den Pinsel. Ist ein bisschen eng jetzt hier gerade mit uns allen im Auto, aber wir kriegen das schon hin. Und jetzt, ich lasse es erstmal auf Getriebestufe 1. Und ja, guck einfach mal. Also man muss ja auf jeden Fall natürlich aufpassen. Es ist zwar Kunststoff, aber Kunststoff auf Kunststoff sollte man natürlich trotzdem nicht mit Kante hier die ganze Zeit dran reiben. Auf Getriebestufe 1 passiert jetzt nicht so viel Action. In den Videos sieht es krasser aus. Ich drehe mal hoch und dann gucken wir mal, was geht. Ich glaube, den Bereich um die elektrische Parkbremse spare ich mir. Ich möchte nicht unbedingt, dass da reingedrückt wird. Ich wische das jetzt mal trocken. Ach nee, wir haben, glaube ich, was vergessen. Hier kann man es vielleicht auch ganz gut noch benutzen. Ja, man kann natürlich die Fächer auch rausnehmen, aber das spielt jetzt keine Rolle, ob ich da ein Gummifach mit reinige oder die Halter rausnehme. Natürlich kann man sie vorher rausnehmen, aber wir haben trotzdem das gleiche Problem, selbst wenn ich sie hier rausnehme, dass ich da drunter ja trotzdem eine Fläche habe, die irgendwie schmutzig ist, ne? Und auch hier gereinigt werden muss und bei manchen kann man sie nicht rausnehmen, deswegen, wenn ich die in der Hand habe, brauche ich das natürlich nicht, aber es geht ja jetzt um die schmalen Bereiche. Also vom Reinigungsergebnis kann ich mich nicht beschweren. Es macht wirklich sauber, es geht auch relativ fix. Aufgrund dieser isolierten Stelle, weil es jetzt wirklich mit dem Pinsel vielleicht 10 Sekunden länger dauert, wenn ich es manuell mache, würde ich das in dem Fall nicht benutzen. Einfach weil das Handling durch den Kunststoffring, der da irgendwo rumdreht, wenn man doch irgendwo rankommt, irgendwie vielleicht einen lackierten Bereich in der Nähe hat und es spritzt dennoch. Ich drücke die Feuchtigkeit extrem in die Ecken, gerade hier unter diesen Rand bei der Schiebeklappe würde ich es vielleicht nicht unbedingt bei so einer isolierten Stelle benutzen. Hat man jetzt ein Auto, was weiß ich, ein Bus, wo 50 Becherhalter verbaut sind, ein bisschen übertrieben, aber vielleicht 5 oder so, kann man es machen. Ich finde, es ist so ein bisschen Kategorie, es funktioniert, aber ist schon sehr rabiat. Ich werde es wohl in Zukunft, glaube ich, nicht weiter verwenden, auch wenn es funktioniert hat. Meinen Pinsel habe ich dafür geopfert. Ist jetzt nicht, sage ich mal, in der Schonung, wie ich gerne Fahrzeugpflege betreibe, so schonend wie möglich, so grob wie nötig. Und ich glaube, das ist hier einfach ein bisschen Stufe drüber für wirklich unempfindliche Oberflächen, stark verschmutzte Autos. Kann man mit Sicherheit machen, ist kein No-Go, aber ich mache es eher nicht. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr Bock drauf habt, einen Pinsel kaputt zu machen oder euer Pinsel einfach schon in das Bohrfutter reinpasst. Ja, bei mir wird es keine weitere Anwendung finden, auch wenn ich sagen muss, es funktioniert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, hau rein.